Okay, dann schauen wir uns heute mal an, wie man ein YouTube-Short auf dem Handy erstellt. Ich habe hier meine YouTube-App, klicke drauf, Kurzvideo erstellen, auswählen. So, jetzt kannst du entweder ein schönes Video von dir selbst machen, mache ich natürlich jetzt nicht, sondern ich wähle mir was aus, was ich hier habe. Ich nehme das zum Beispiel. Ja, das ist für einen Test okay. Gehe auf Fertig. Wird verarbeitet. Du könntest jetzt hier noch einen Clip dazufügen oder jetzt vielleicht was dazu sprechen und sagen, hallo, heute zeige ich euch, wie man einen Short erstellt. Mache ich auch nicht, sondern ich gehe jetzt auf rechts unten. Dann spielt er mir das Video vor. Jetzt kann ich unten bei diesem, gibt es jetzt links Ton, Text, Zeitleiste oder Filter. Filter verwende ich da eher selten, sondern gehe auf Text. Oben kannst du auswählen Fett, Filzstift, Pinsel, Schreibmaschinenstil, klassisch. Ich nehme sehr gern sehr fett. Dann suchst du dir eine Farbe aus, dann nehmen wir es einfach mal rot. Sag wichtig. Gehen oben auf Fertig. So, dann gehe ich meistens gleich auf die Zeitleiste. So, und in der Zeitleiste siehst du jetzt unten das Wort wichtig. Zum einen geht es über die ganze Länge, das will ich nicht, ich möchte nur am Anfang, aber ich möchte natürlich, dass es oben ist, also schiebe ich das Wort wichtig nach oben. Für mich ist das oben einfach wichtig. So, dann kannst du hier die Länge noch einstellen. Wenn du sagst, okay, hier, das ist zu lang, das brauche ich nicht, dann kannst du es früher enden lassen. Du kannst zusätzlichen Text hinzufügen. Tipp, auch wieder auf Fertig. Dann siehst du hier, geht wieder über den ganzen Balken. Jetzt willst du vielleicht ganz am Ende nur einen kurzen Tipp einblenden, den vielleicht anders platzieren. Also ich mache das gern da oben, aber ist wurscht. Es geht nur ums System. Dann auf Fertig, dann kannst du noch Ton ändern, hinzufügen. Das ist alles relativ selbsterklärend. Dann klickst du oben auf Weiter. Und jetzt ganz wichtig, nicht gleich hochladen und keinen Titel einschreiben, sondern du siehst links oben in diesem kleinen Fenster ein Bleistiftsymbol. Hier drauf tippen und dann hast du die Möglichkeit, dein Titelbild auszuwählen. Weil hier würde das jetzt zum Beispiel so aussehen, wäre ein bisschen komisch, wenn hier nur steht wichtig. Vielleicht klickt der eine oder andere, aber wahrscheinlich eher nicht. So, also ich suche mir jetzt eine Stelle, wo ich mir denke, okay, da sieht man, worum es geht. Das zum Beispiel. Ist egal, geht nur um den Effekt. Das heißt, du kannst hier dein Bild auswählen und wirklich nur hier beim Hochladen. Später hast du keine Option mehr, das zu ändern. Dann schaue ich immer, wie ist die Einstellung Sichtbarkeit, hier auf nicht gelistet. Alternativ kannst du es auch auf privat stellen und erst später, wenn du alles fertig gemacht hast, einstellen. So, hier noch ein Tipp, du gibst natürlich einen Titel, ja, egal, 3 Megatipps. Weniger Tipps, obwohl Tipps soll man ja auch schon nicht mehr verwenden. Egal. So, und jetzt kannst du hier direkt dahinter, würde ich maximal 3 Hashtags verwenden. Den Hashtag Shorts, der dir oft empfohlen wird, brauchst du nicht mehr. Wenn du es über die App hochlegst, weiß ja YouTube, das kommt von uns. Und es wird auch sofort als Short gekennzeichnet. Aber hier kannst du zum Beispiel eingeben, YouTube Shorts, ja, da gibt es was Eigenes und dann kannst du vielleicht noch eingeben, was passt noch dazu. Nehmen wir hier Online-Business, ist ja egal, geht ja nur ums Prinzip. Alternativ, weil mir oft die Hashtags da oben den Titel optisch ein bisschen vermasseln, kannst du es auch in die Beschreibung, ganz oben, also wirklich nur in die Beschreibung 3 Hashtags reinsetzen und das war's dann. Dann kannst du auf Kurzvideo hochladen gehen, dauert kurze Zeit, lädt's hoch und kurz darauf hast du dann ja, siehst du oben, meine Videos hochgeladen, dann gehst du in die Mediathek, schaust dir an, meine Videos, wo ist es, das hier, so, dann kannst du es anschauen oder auch nicht. Und entweder machst du jetzt hier weiter auf dem Handy, dazu nutze ich aber meistens die App Creator Studio von YouTube, weil du die gleichen Möglichkeiten hast wie am Laptop oder PC. Ich persönlich mache es meistens am PC, weil ich einfach mehr Übersicht brauche. Gut, dann suchen wir uns das YouTube Studio. Wo ist das? Hier. Und schauen. Gehst unten auf Inhalte. So, und hier sehe ich jetzt alle meine Inhalte und oben die Shorts. Kann ich auswählen.
So, 3 Megatipps, klickt man drauf. Du siehst auch schon, das rote S ist als Short markiert. Hier der Titel, 3 Megatipps, YouTube Shorts, also ganz egal. Monetarisierung, das spielt jetzt keine Rolle. Mehr Anzeigen, kannst hier natürlich gleich auf gelistet, nicht gelistet, wie du möchtest. Auf Bearbeiten gehen. Was wir nicht mehr bearbeiten können, ist das Bild, das Vorschaubild, weil wir das Video schon hochgeladen haben. Du kannst die Beschreibung hinzufügen, du kannst hier Sichtbarkeit ändern, du kannst Zielgruppe, Playlist, kannst du alles hier ändern. Wie gesagt, ich mache das meistens am Desktop und deswegen wechseln wir jetzt auch gleich dorthin. So, ich bin jetzt hier in meinem Kanal. Gehe jetzt auf YouTube Studio, dann auf Inhalte, aber das solltest du eigentlich alles kennen. Dann suche ich mir hier das Video, hier siehst du wieder das S für Short, das heißt, das erkennt YouTube natürlich, wenn er es von der eigenen App hochgeladen hat. So, und hier kann ich jetzt meine Anpassungen vornehmen. Bei Shorts gebe ich eigentlich selten oder ja, maximal einen Link ein, aber keine Beschreibung, ist Geschmackssache. Einmal heißt es wichtig, einmal heißt es nicht wichtig, also dazu kann ich selber jetzt aktuell nicht sagen. Diese Tags setze ich ansonsten hierher, wenn ich oben mehr Platz brauche. Playlist nutzt man nicht, Zielgruppe und so ist klar, nein, ist nicht speziell für Kinder. Hier könntest du jetzt noch Tags einsetzen. Da wäre ich aber ein bisschen vorsichtig, weil ich auch selber die Erfahrung gemacht habe, dass du dann viel schwerer in den YouTube Short Feed kommst und dort willst du ja wahrscheinlich hin. So, dann Videosprache und so, das ist alles nicht so wichtig. Aufnahmedatum, Standard Juli. So, hier wichtig, diesen Haken bei Shorts immer rausnehmen. Die Problematik ist nämlich, es werden sonst deine Abonnenten verständigt, und wenn du so wie ich jetzt hier zum Beispiel über 1000 Abonnenten hast, die werden verständigt, die werden sich aber das Short nicht sofort anschauen oder vielleicht gar nicht anschauen, und dann wertet das YouTube als, aha, interessiert keinen, und warum habe ich einen Grund, das im Short-Feed auszuspielen. Also ganz wichtig, den Haken rausnehmen. Hier kannst du einstellen, wie du willst, Kategorie und so ist meistens nicht so wichtig. Nicht vergessen, dann speichern. Was bei Shorts auch immer sinnvoll ist, sind Untertitel. Ich lade meistens hier eine Datei hoch. Du kannst aber natürlich auch manuell eintippen oder warten, bis die automatische Untertitelei von Google erledigt ist und es dann korrigieren. Aber es sind halt einfach sehr viele Leute, die YouTube Shorts im Office schauen, und da soll natürlich niemand mitbekommen, dass sie eigentlich nichts arbeiten. So Infokarten und so nutze ich bei Shorts nicht. Du siehst hier Thumbnail. Im Moment kannst du das Thumbnail deines Kurzvideos nicht ändern. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man Millionen Aufrufe hat oder ob es nach einer gewissen Zeit geht. Bis jetzt war es immer so, dass es nur funktioniert, wenn ich es über die App hochgeladen habe und in der App schon ein Vorschaubild ausgewählt habe. Sonst geht es einfach nicht. Ja, das war es soweit dazu. Dann gehst du quasi noch hier irgendwann auf Veröffentlichen oder Vorplanen, Datum, auswählen, fertig. Ich mache es jetzt nicht, weil ich will das nicht veröffentlichen. Ja, wenn du noch mehr wissen möchtest, schreib es gerne in die Kommentare. Wenn du spezielle Fragen hast, schick mir gerne eine Nachricht oder schreib es ebenfalls in die Kommentare. Ich werde mit ziemlicher Sicherheit in Zukunft noch mehrere Videos und Tutorials zum Thema YouTube, nicht nur zu den Shorts, machen. Wenn es dich interessiert, Kanal abonnieren, ganz wichtig, dann wirst du informiert. Okay, ciao, ciao.